Und herzlich willkommen zurück bei Star Wars Knights of the Old Republic in der Brotherhood of Shadow Mod. Und die Brüder der Schatten, die Brother of Shadows, die kommen uns hier gerade entgegen und wollen uns in den Kragen. Ja, aber haben endlich die richtigen Texturen und genau wie Verbal, unser guter Metal Gear Verbal. Da habe ich mir gestern Spaß draus gemacht, aus dem vollen Thumbnail den Metal Gear Solid Schriftzug zu machen. Naja, ja, sehr interessante Mod, die wir jetzt schon eine Weile spielen. Und wenn ihr daran interessiert seid, dass ich die auf Deutsch übersetze für euch, um die dann auch mit der deutschen Version des Spiels kompatibel zu machen, so gut wie es geht, dann schaut doch mal auf den Kickstarter, den ich hier gerade einblende. Oder wenn ihr auf Handy schaut, dann könnt ihr die Einblendung vielleicht nicht sehen. Dann müsst ihr in die Videokommentare schauen und müsst euch da weiterklicken. Einfach mal auf den Link. Ist sehr interessant. Ich habe auch einen spannenden Trailer gemacht zu der ganzen Sache, ja. Und wenn Anfang April genug Unterstützer genug Geld zusammengetragen haben, dann kann ich einen Monat meine Lebenskosten decken und kann das ganze Ding hier übersetzen. Denn wie ihr seht, Brother of Shadow, das ist natürlich alles auf Englisch. Und es gibt bislang keine deutsche Übersetzung, was natürlich ein bisschen schade ist. So, jetzt wollen wir mal weiterspielen und vielleicht habt ihr schon gemerkt, ich bin heute ein bisschen heiser aufgewacht. Ich weiß nicht genau warum, aber ich hoffe, dass es uns nicht weiter aufhält. Und apropos aufhalten, es wird Zeit, dass wir unsere Zeit zum Spielen nutzen. So, zeigen wir denen mal, wo es lang geht hier. Du musst gerade auf den losgehen. Sieht ja gruselig aus mit den Augen und so. Guck mal. Slimo, wie geil ist das denn? Also Mechanic, muss ich ja sagen, ist mein Lieblingscharakter aus der Mod. Der ist so ein bisschen... das humoristische Element hier, ne? Der alte Griesgram. Aber irgendwie witzig. Slimo. Kämpfen wir jetzt echt mit Mechanic Seite an Seite. Ist ja ein Ding. Hier liegt ein Skelett rum. Wir gucken mal kurz, was das so bei sich hat. Lebenserhaltungshits, das ist gut. Ich fürchte, die werden wir noch brauchen. Wenn ich an den Kampf mit Mandalore zurückdenke, der war echt happig. Ich habe schon einmal mit Solomon gekämpft und das gut geschafft. Ich habe das Gefühl, dass der nächste Kampf nicht so einfach wird. Ich hab's im Urin, Freunde. Hast du das gesehen? Mechanic hat echt gerade selbst so einen Geist geplättet. Eigenhändig. Das ist ein Ding. Noch so einer. Oder mehrere. Mach doch mal was.
Entschuldigung, ich war gerade ganz kurz abgelenkt, weil eine meiner Katzen unbedingt Zuneigung haben wollte. Geht recht in der Annahme, dass es hier unten weitergeht. Was ist hinter dieser Türe? Die ist gesperrt. Na schön. Und hier geht es weiter. Wieder auf eine neue Map. Dann speichern wir die an der Stelle ganz kurz ab. Ich hoffe, wir haben uns gegen genug Geister zur Wehr gesetzt, um ehrlich zu sein. Wir versuchen mal so durch die Tür zu gehen, aber wenn die falschen Texturen kommen, dann laden wir die Map wieder auf dem anderen Computer. Aber ich glaube, bei Solomon hat er bislang keine Probleme gehabt. So, also lass uns das versuchen. Wir treten durch die Tür. Hier ist noch ein Passag-Tipp. Wer von euch gerne Passag spielt, wartet doch einfach mal auf den Bust des Gegners. Was ein Bust ist, erklären sie dir natürlich nicht. Habe ich auch noch nie gehört, aber ich schätze, das ist, wenn die einfach zu hohe Nummern haben, dass sie von alleine rausfliegen. Ach, guckt euch die Texturen an. Nee, das macht keinen Spaß. Wir laden das gleich auf dem anderen Computer, ne? Bis gleich. So, da sind wir wieder. Falls ihr also auch mal das Problem habt, dass die Figuren die falschen Texturen haben. Die Texturen sind alle da im Spiel, die sind alle im Ordner, die sind alle installiert. Nur die Commander-File sozusagen, die 2DA, nämlich Appearance 2DA, die wählt einfach die falschen Texturen aus beim Laden. Das passiert, wenn ihr viele Mods installiert habt zum Beispiel. Kann das vorkommen. Mit verschiedenen Texturen, mit verschiedenen Alterationen, also Veränderungen für die 2DA-Datei. Das habe ich schon ganz oft erlebt bei der Appearance 2DA. So, und dann ist ein Trick, ganz netter Workaround. Installiert das Spiel nochmal auf einem anderen Computer mit weniger Mods, vielleicht nur mit der einen Mod und ladet den Spielstand da. Und dann kopiert den Spielstand zurück auf den anderen Computer. Und siehe da, es sind die richtigen Texturen. Ja, ganz netter Workaround. Kostet natürlich ein bisschen Zeit, aber ist relativ mühelos. Von daher... Das ist alles, was ich an Schaden mache. Und ist das ja die Mühe nicht weiter wert. Das ist ein riesen Tempel hier unten. Meine Fresse. Ich habe doch hier gerade was gesehen. Da liegt ein Skelett rum. Hat das Medikits dabei oder? Ja. Tatsächlich. Klar. Wirbel, fall nicht zurück.
lassen wir das. Und hier geht's zur Hauptkammer. Ihr wisst es doch. Ich speichere das nochmal eben ab an der Stelle. Ich probiere es aber mal. Ja, wahrscheinlich haben wir gleich eine Videosequenz, wenn wir da durchgehen. Ich weiß nicht, ob Wirbel so eine große Rolle im letzten Teil spielt. Oder ob wir andere Texturprobleme haben werden, aber wir versuchen es einfach mal. Ohne das Workaround hier durchzutreten und einfach weiterzumachen, einfach fertig zu werden. Mann, der lädt aber lang, ne? Komm, Spiel, mehr dich aus. Da hat einer gepupst, ich hab's genau gesehen. Habt ihr auch gesehen? Und da fehlt wieder ein Kopf. Aber ich weiß nicht genau, ob wir das ausgleichen können, um ehrlich zu sein. Aber wir probieren es mal, ne? Wir sehen uns gleich wieder. Ich lade das nochmal neu. So, und willkommen zurück. Tja, das mit dem Workaround funktioniert aber auch nicht immer. Wenn die Figuren bei Erschaffen der Map noch nicht hier stehen, dann werden trotzdem nicht die richtigen Texturen geladen. Deshalb spielen wir jetzt auf dem Computer meiner Freundin weiter. Weil der Solomon poppt hier gleich ab und der kam beide Male ohne Kopf und Kleidung, was nicht der Sinn der Sache war. So, das sieht jetzt besser aus. Natürlich hat das Lichtschwert jetzt nicht so einen schönen Effekt wie vorher, aber ja. Wir müssen einen Kompromiss eingehen, Freunde. So, der Lebenserhaltungskit. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber die Schatten kommen hier unendlich nah. Das habe ich schon rausgefunden. Das heißt, um hier weiterzukommen, erstmal müssen wir uns einen Weg durchschnetzeln und dann einfach zu Seradigana vordringen, um hier weiterzukommen. Sera? Sera, bist du da? Sarah, it's me, Kobayashi. We've come to rescue you, to get you out of this awful place. Sarah Dagana, come on, girl, answer me. Look at me, anything. Ich schätze sie schon gar nicht mehr hier. Egal. Hätte sie jedenfalls schlimmer treffen können. Nun lasst uns auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Zum Beispiel den Schatz. Könnt ihr irgendwelche Schätze sehen, Kobayashi? She in a trance or something? What has Solomon done to her? Ach, vergesst sie und konzentriert euch auf die wichtigen Sachen. Schätze! I don't care about your stupid treasure, Hanik. I'm here for Sarah. I'm here to rescue her, and I'm going to do just that. It's time to get out of this place and back to a world where things make sense. Tragic, isn't she?
She was once my pupil, my protege. I rescued her from a life of insignificance and then gave her calling, a purpose. Many years did she spend under my tutelage, learning, training, and honing the skills that would see her through any trials that life would pose to her. Ja, aber wieso bist She du was nackt? once on a path that would have shaped her into a mighty warrior, fit to be called a living embodiment of what my people, the Ichani, embrace as principle, as tradition. Yet that destiny, the destiny she had trained all her life to meet, was not to be. She was deceived, manipulated, and then shaped into a tool of war by a force beyond her understanding. This woman, she once had a name, Shauna May. The same Shauna May who you, Revan, stripped of her history, her culture, her identity. The same Shauna May who you, Revan, transformed into an instrument of your will. The same Shauna May who you, Revan, stole from me. And now the two of us finally have come face to face without distraction. Welcome, Revan. Welcome to the Chamber of Shadow. Tja. Aber wieso liegt da eine Maske rum im Stroh? Hm? Kannst du mir das erzählen? Ich finde es interessant, dass er diese roten Punkte hat, die Telana und Seradegana auch haben. Kobayashi liegt da hinten noch zusammengebrochen. Interessant. Und könnte so eine Art Familienwappen sein von den Ichani, so eine Tätowierung. Damit die wissen, welchem Clan sie zugehören. Und vielleicht tragen die Frauen das im Gesicht und die Männer eher auf dem Oberkörper. Weil der Oberkörper bei den Ichani, glaube ich, oft gezeigt wird. So im Zweikampf und so. Ja, sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. Ist ein neuer Aspekt, den ich so noch nicht kannte. Nun gut. Aber Solomon, ich will euch nicht wirklich bekämpfen, wenn ich nicht muss. Surely you must have known that this confrontation was inevitable. It was a judgment decided when you chose to destroy the woman who was once my Padawan. Since my death at Terrace, all of what was important to me has been rendered meaningless. No longer do I care for the fates of the Jedi, the Republic, or the galaxy. I only care to pursue the single undeniable calling that fate has thrust towards me. To destroy you and all the depravities that your manipulations have spawned. It is a calling that drives me. It is a calling that has empowered me. And it is a calling that will serve to vindicate me for my failure at Terrace. To destroy you, Revan. It will be my revenge. And the Brotherhood of Shadow are the key to attaining that revenge. I will revive them, and I will use them as tools to destroy you and your empire of Sith. But before we settle our score, I sense you lack fulfillment. You lack answers. I wish only to fight you when you are at your best, so ask and I will answer. Das ist natürlich interessant. Wir können jetzt noch Fragen stellen. Spiel. Gut. Hat sich gefangen. Glück gehabt. Ach, Kobayashi stoppt da hinten schon wieder. Was ist denn mit dem? Damit wir die Story nochmal völlig begreifen. Ich möchte die Bruderschaft der Schatten diskutieren. Solomon, wisst ihr, was er da tut? Das ist doch die uralte Sith-Gruppe, die ich dachte, zerstört zu haben. I have learned much of the Brotherhood of Shadow from the artifacts, remains, and the writings within this temple. They are not a force to be trifled with so lightly. Wer waren sie, bevor sie im Artefakt gefangen wurden? The Brotherhood of Shadow was a faction within the Sith that originates from ancient times, when the Sith themselves were an actual species rather than merely an ideological view held by the corrupt.
During an invasion of Korriban by an advanced race of aliens who referred to themselves as the Infinite Empire, the Brotherhood of Shadow was a faction of individuals that served the Sith King exclusively as a sect of highly skilled warriors and assassins. It is said that the strategies and tactics the Brotherhood of Shadow pioneered on that ancient battlefield was what ultimately brought about a victory for the Sith, despite the Infinite Empire's greater numbers and advanced technologies. Aha, interessant. Das war also eine Kaste von Kriegern und Assassinen, die letztendlich den Aufstand gegen die Rakata führen konnten und zum Erfolg führen, obwohl die Rakata fortschrittliche Technologien hatten. Sehr interessant. Und wie ist das mit diesem Artefakt? Das ist doch Rakata, oder? This artifact you speak of, the one that you destroyed, its origins do not lie with the Sith, but rather with the Infinite Empire that tried to enslave them. The artifact seems to have been used as a form of punishment for the corrupt, one that separates mind from body and then casts it into imprisonment. It probably came into the Sith's possession around the time of the failed invasion. Gut. Und wie wurden die Brüder der Schatten dort eingesperrt? The ancient Sith were once ruled by a single man, a wise and powerful king named Addis. Under his rule, the Sith were a prosperous and honorable species who had ambitions to expand their influence across the stars to create a galactic society based on principles not too dissimilar from the Ichanis. But these ambitions were quashed after Addis sacrificed himself to save his people from the enslavement of the Infinite Empire. Addis's Sith believed him to be immortal and that his rule would thus be eternal. When Addis was killed, they were unprepared to deal with the vacuum of power that was created. At first, it was assumed that Addis's advisors, the Sith King's proclaimed successors, would be the ones to lead the Sith into the future, to claim the riches of an unknown galaxy, using the technology they had acquired from the Infinite Empire. Yet Akira Khan Sin, leader of the Brotherhood of Shadow, believed himself to be the one who should lead the Sith, and so he betrayed Addis's designated successors in an effort to install himself and his sect of assassins as the unchallenged rulers of the Sith peoples. Ultimately, the Brotherhood of Shadow was defeated, and their insurrection quashed. As punishment for their betrayal, Akira Khan Sin and his Brotherhood of Shadow were condemned to imprisonment within the Infinite Empire's artifact. It is there they would spend an eternity reflecting on the corruptions that had consumed them. Interessant. Dann haben die Sith die Bruderschaft der Schatten dort eingesperrt. Wie viele Fragen haben wir denn hier noch? Meine Fresse, das sind ja mehr als 10. Das ist eine Menge Info. Aber wenn ich so auf die Zeit gucke, haben wir die Folge eigentlich schon voll. Ich werde das an der Stelle mal schneiden, ja. Und wir sehen uns dann gleich wieder in einer neuen Folge. Wenn ihr Lust habt, also so eine Menge Info und alles auf Englisch ist natürlich schade. Aber wenn ihr das gerne auf Deutsch hättet, hier das komplette Add-on, die komplette Erweiterung, dann klickt doch mal auf den Kickstarter, dessen Link ich jetzt gerade hier einblende, wenn ihr es auf dem Computer guckt. Wenn ihr auf dem Handy guckt, müsst ihr in die Videobeschreibung gehen, da ist der Link auch drin. Guckt euch den Kickstarter mal an, überlegt, ob ihr den unterstützen wollt mit einem Euro oder 10 oder 15 oder 25 Euro oder 50, je nachdem wie ihr wollt, wie viel euch das wert ist. Und das Geld, das zusammenkommt, das wird mir ermöglichen, einen Monat lang zu leben, ohne einer anderen Arbeit nachgehen zu müssen. Und dann kann ich das komplette Ding hier übersetzen. Und danach können wir uns das alle runterladen, ja. Und die Leute, die Geld geben, die kriegen dann extra noch eine DVD und ein Poster und je nachdem, wie viel sie geben, ne? So läuft das auf Kickstarter. Gut, ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir mehr Informationen aus Solomon herausquetschen und ich glaube, ihn auch bekämpfen werden. Also, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.